Wir sind hier im Jugendzentrum in Fronleiten. Ich bin die Melanie und ich bin seit 5 Jahren Jugendarbeiterin hier. Mein Name ist Emma Singer, ich bin 18 Jahre alt und ich arbeite hier seit kurzem als hauptsächlich Social Media Beauftragte und selber gehe ich als Jugendliche seit meinem 13. Lebensjahr ins Jugendzentrum. Ich glaube, das Wichtigste für Jugendliche in Bezug auf das Thema Mode ist, dass sie trendy sind, dass sie in sind und natürlich auch sich die Mode leisten können. Der Zwiespalt, in dem Jugendliche sind, ist, dass sie einerseits dem luxuriösen Influencer-Style nachahmen wollen, aber andererseits kein Geld dafür haben. Das heißt, sie gehen in Fast-Fashion-Läden und holen sich den Style, der dem am nächsten kommt. Bei uns im Jugendzentrum ist das Thema nachhaltige Kleidung schon seit einigen Jahren ständig Thema, weil wir einen Second-Hand-Laden oder einen Cosmetics-Laden eingerichtet haben in unserem Eingangsbereich und der wird von den Jugendlichen sehr gut angenommen. Das läuft so ab, dass die Jugendlichen ihre Kleidung bringen können. Wir schauen die dann durch. Sie sollte sauber sein und natürlich unbeschädigt. Und genau, dann wird das eigentlich von Jugendlichen selbst, die engagieren sich da sehr bei uns, die räumen das selbst ein, die schauen das durch, die hängen es auf und sortieren dann natürlich auch nach einer Zeit immer wieder aus. Natürlich gibt es dann noch die Möglichkeit, dass sie einfach Dinge, die ihnen hier nicht so gut gefallen, nachjustieren lassen, in Näharbeiten oder einfach Dinge abzuschneiden. Da können sie sich kreativ austoben. Typisch wäre zum Beispiel eine lange große Hose einfach mal radikal abzuschneiden, sodass es zu Hotpants wird, oder langärmelige Klamotten einfach zu bauchfreien Tops zu machen oder durchaus auch Boxershorts zu Sport-BHs zu kreieren. Mögliche Schnittpunkte, um ökologische, nachhaltige Kleidung und auch das im Trend zu sein und mit der Zeit zu gehen, zu vereinen, wäre auf jeden Fall Second-Hand-Shops oder auch zum Beispiel der Kleiderschrank der Eltern, weil wenn man sich anschaut, was jetzt gerade wieder in ist, das sind jetzt die 90er und die 2000er und ich glaube, damit kann man Jugendliche schon begeistern für nachhaltige Kleidung. Dadurch, dass sie hier in einem geschützten Rahmen sind, trauen sie sich einfach auch Sachen auszuprobieren, die sie sonst vielleicht nicht tragen würden oder die nicht dem Trend entsprechen. Sie sind auf jeden Fall informiert über die Problematiken der Textilindustrie. Das ist auch etwas, was wir vermitteln in unserem täglichen Tun. Aber ich vermute, in Bezug auf Qualitätssiegel und Erzeugung fairer Kleidung, dort dürfte es vielleicht noch Bedarf geben, sie zu informieren.